Ich habe mir als Kind echt viel Scheiße gegönnt, um mein Taschengeld zu verschwenden. Ist das heutzutage anders? Ich brauche das. Wenn es irgendwas zu sammeln gibt, bin ich eigentlich sofort am Start. Nie Ahnung von Fußball gehabt, aber diese Sticker habe ich trotzdem jedes Jahr gesammelt. Als Kind habe ich die verschiedenen Aufkleber von Obst gesammelt und immer am Supermarkt gehypt, wenn ich eine Banane gesehen habe, die noch in meiner Collection fehlt. Wenn jetzt also ein Videospiel um die Ecke kommt, für das man einen Haufen Plastik sammeln muss, könnt ihr euch vorstellen, wie ready ich dafür war. Toys to Life, ein Trend, der paar Jahre den stärksten Hype aller Zeiten hatte und dann gestorben ist, als wäre nie was gewesen. Ich wage heute eine Reise zurück in diese Zeit. Was für Spiele gab es damals? Wie kam der Erfolg zustande und wieso ist dieses gesamte Genre heutzutage eigentlich komplett tot? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Toys to Life ist für mich aus YouTube-technischer Sicht etwas ganz Besonderes, da hier alles angefangen hat. Mein Skylanders-Video ist sehr schrecklich gealtert und ich laber da viele Sachen, die einfach cringe sind, aber es war das erste Video von mir, das ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und das macht schon irgendwie besonders für mich. Bevor wir aber zum Eingemachten kommen, wusstet ihr, dass es vor Skylanders schon ein paar Versuche in diese Richtung gab? Es gab Redbeards Pirate Quest, ein PC-Spiel, das mit einem Spielzeugpiratenschiff und Spielzeugpiraten kam. Je nachdem, wo man die Piraten auf dem Piratenschiff positioniert hat, haben sie Ingame-Aktionen ausgeführt, beispielsweise mit der Kanone geschossen oder sowas. Dasselbe gab es auch für Mädchen mit Alice Enchanted Garden, hier aber mit einem Mädchen und Tiere, die man innerhalb eines Gartens rumbewegen kann. Mattel hat sogar eine ganze Konsole nach diesem Prinzip rausgebracht, mit dem Mattel Hyperscan, wo man Karten von Figuren einscannen konnte, die dann in-game erscheinen. Das Ding bei all diesen Sachen war aber leider, dass sie echt nicht gut waren. Entweder waren es kleine Spielereien, die echt nicht der Rede wert sind, oder straight up einfach Trash. Skylanders sollte 2011 schließlich kommen und das Prinzip von Spielfiguren, die mit dem Videospiel interagieren, an die große Masse bringen. Aber nicht so schnell. Skylanders war anfangs gar nicht Skylanders, sondern Spyro's Kingdom. Richtig, Spyro. Der lila Drache, der auf der PS1 zur Ikone wurde, danach ein paar Schwierigkeiten hatte und jetzt vom Entwickler Toys for Bob zurückgeholt wurde. Während der Entwicklung geriet Spyro allerdings immer weiter in den Hintergrund und die Idee der Figuren, mit denen man das Spiel spielt, immer weiter in den Vordergrund. Man hat Skylanders in diesem riesigen Bundle aus Portal und Figuren gekauft und allein dieser Fakt war schon ziemlich Hype. Wenn man jetzt die Figuren, die man bekommen hat, auf das Portal stellt, erscheinen sie im Game, was quasi die Vorstufe von Zauberei ist. Oder auch nicht, da es sich hier um Radio Frequency Identification handelt, eine Technologie, mit der es nicht nur möglich ist, bestimmte Figuren voneinander zu unterscheiden, sondern auch Sachen auf ihnen zu speichern wie Level, Fähigkeiten oder Namen. Die Story vom Spiel ist ziemlich straightforward. Man selbst ist der Portalmaster und muss mit Hilfe der Skylanders das Böse besiegen. Die Skylanders sind die Monster auf den Figuren. Es gibt 32 Stück, die sich auf 8 verschiedene Elemente aufteilen. Eine Figur hat ein Zehner gekostet und mit ihr konntest du dann als genau diesen Skylander in-game spielen. Die Figuren an sich sind eigentlich echt hochwertig produziert. Man kann sich natürlich streiten, ob der Nutzen das Geld auch wert ist, aber schlau ist das Konzept alle Male. Darüber hinaus gab es noch Itemfiguren, die dir im Spiel gewisse Vorteile bieten. Bei Anvil Rain regnet es zum Beispiel Ambosse, sehr geil. Man konnte sich außerdem noch sogenannte Adventure Packs kaufen. Diese schalten direkt neue Level frei, die man spielen konnte, also quasi sowas wie DLCs. Zwingend gebraucht hat man zum Durchspielen an sich nur eine einzige Figur, wobei es im Spiel natürlich viele Anreize gab, sich mehr Figuren zu kaufen. Die Elementatore sind wohl das größte Beispiel. Diese kannst du nur passieren, wenn du ein Skylander eines gewissen Elements spielst und hinter ihnen sind zwar nie verpflichtende Passagen, aber es hat irgendwie einen faden Beigeschmack, wenn Teile des Spiels hinter einer Paywall versteckt sind. Das Game an sich ist okay. Es ist für Kinder, dementsprechend ist alles sehr simpel und sehr einfach, was es aber nicht zwangsweise schlecht macht. Es macht alles aber etwas eintönig. Man läuft zum Großteil einfach nur durch die Gegend und muss Gegner besiegen oder Rätsel lösen und ich denke, gäbe es das Gimmick der Figuren nicht, wäre das Spiel nicht der Rede wert. Es gibt die Figuren allerdings und sie sind explodiert wie eine Bombe. Skylanders war ein unfassbarer Erfolg, wurde mit guten Reviews übersät und die Figuren verkauften sich komplett durch
dumm und dämlich. Es ergibt auch komplett Sinn, dass es so erfolgreich war. Es war etwas Neues und hatte irgendwie etwas Magisches an sich. Außerdem hat es den Sammelwahn von kleinen Kindern befriedigt, die alles sammeln wollen, nur um es zu sammeln. Ich habe früher Bakugan gesammelt. Ich weiß, wovon ich rede. Was passiert, wenn CEOs merken, dass sie kleinen Kindern das Geld aus der Tasche ziehen können? Sie schlachten es ohne Gnade aus. Es kam ab sofort jedes Jahr ein neues Skylanders-Spiel raus, was für ein Spiel wie Skylanders eine crazy Sache ist. Das hieß nämlich, es kam jedes Jahr nicht nur ein neues Game raus, sondern auch neue Figuren, neue Packs. Alle Läden hatten auf einmal diese Abteilung hier. Der erste Nachfolger war Skylanders Giants und wie der Name vermuten lässt, gab es hier als Neuerung die Giants. Das waren große Skylanders, die größer und teurer waren als die normalen. Vom Game her orientiert es sich aber ziemlich hart an den Vorgänger. In Skylanders Swap Force gab es nun die Swap Force. Die Namen ergeben irgendwie Sinn. Das sind Skylanders, bei denen man die obere und untere Hälfte tauschen kann, um so die Fähigkeiten und Elemente zu kombinieren. Hier hat man nun auch ein krasses Upgrade beim Spiel an sich bemerkt. Es sieht jetzt viel besser aus und das Geld, das mit dieser Reihe eingenommen wurde, ist auf jeden Fall in die Entwicklung der Spiele geflossen, was sehr lobenswert ist. Auch wenn es gameplay-technisch immer noch nichts unfassbar Besonderes war. In Trap Team gibt es die Trap Master, die mit neuen Waffen aus Traptanium kämpfen. In Superchargers gibt es die Fahrzeuge. Donkey Kong war auch dabei. Jedes Spiel hatte dieses eine besondere Gimmick und mit jedem Spiel fühlte es sich immer mehr so an, als würde man sich immer was Neues aus den Rippen leiern müssen, um einfach immer neue Figuren verkaufen zu können. Mit jedem Game kamen übrigens auch neue normale Skylanders raus und viele ältere Skylanders wurden nochmal neu released in neuen Serien mit neuen Posen, neue Farben, legendäre Skylanders und welche mit neuen coolen Outfits. Der Scheiß war eine Goldmine. Was passiert, wenn CEOs merken, dass sie kleinen Kindern das Geld aus der Tasche ziehen können? Es erscheinen mehr CEOs, die kleinen Kindern das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Disney kam um die Ecke und hat ihre eigene Toys to Life Serie rausgebracht und man dachte wirklich, okay, es ist over. Auch wenn Skylanders cool waren und so, waren es an sich nur random Monster, die niemand kannte. Wer bist du? Disney hatte so ziemlich die mächtigsten Franchises jemals unter ihrem Wappen und konnte so ein gefährliches Repertoire an Figuren zusammenstellen, die den Gaming-Markt einnehmen werden. Ja, oder sie bringen Mike Glotzkowski raus. Disney Infinity ist auf jeden Fall nicht das gewesen, was es hätte sein können. Es unterscheidet sich vom Prinzip her etwas von Skylanders und genau das ist es, was sie falsch gemacht haben. Hätten wir hier eine große Kampagne, in der alle Disney-Charaktere zusammenarbeiten und man sich aussuchen kann, welche Helden man spielt, wäre das super episch gewesen und ein kompletter No-Brainer. Stattdessen gibt es hier den Playset-Mode und den Toybox-Mode. Playsets sind Figuren, die man auf die sechseckige Einkerbung auf dem Portal stellt und in für sich abgeschlossene Stories beinhalten. Es gibt zum Beispiel das Die Unglaublichen Playset, das Fluch der Karibik Playset oder das Mike Glotzkowski Ich hasse dich und deine Existenz Playset. All diese Playsets beinhalten Stories, die man in so 5 bis 6 Stunden abschließen kann. Hier ist allerdings der Knackpunkt. Man kann in diesen Games nur Figuren benutzen, die auch aus dem jeweiligen Universum sind. Es gibt hier gar kein Crossover und wenn man das Cars Playset spielt, handelt es sich quasi einfach nur um ein Cars Game, für das ich extra für die Figuren bezahlt habe. Keine Ahnung, ob nur ich das so fühle, aber der Appeal an einer so großen Auswahl an Figuren ist für mich, dass ich tatsächlich auch eine große Auswahl habe und nicht gezwungen bin, einen von 5 ausgewählten Charakteren zu spielen. Abgesehen davon sind die Games auch echt nicht so das Wahre. Sie spielen sich im Grunde einfach wie billig Lizenzspiele, nur dass hier im Gegensatz zu Skylanders nochmal der Reiz der Figuren irgendwie wegfällt. Die Playset-Figuren sehen zu allem Überfluss auch echt nicht so geil aus. Immer dieses durchsichtige irgendwas. Das Highlight ist für mich hier definitiv der Toybox-Mode. Hier kann man wirklich alle Charaktere bunt mischen. Es handelt sich um eine Art Sandbox, wo man seine eigene kleine Welt erschaffen kann mit Sachen, die man zuvor freigeschaltet hat. Eigentlich echt ganz süß, aber ob das reicht, um eine ganze Reihe an Figuren zu verkaufen, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Die Figuren an sich sind wieder relativ hochwertig verarbeitet, aber das, was mich irritiert, sind nicht die Figuren an sich, sondern die Auswahl an Figuren. Es gibt diverse Pixar-Filme wie Cars oder sowas wie The Lone Ranger. Wen juckt The Lone Ranger? Trotz alledem
Zudem war Disney Infinity relativ erfolgreich, weshalb wieder jährlich Spiele erschienen sind. In Disney Infinity 2.0 und 3.0 gibt es nun richtige Disney-Klassiker wie Marvel Superhelden und Star Wars. Immerhin gibt es nun sogenannte Crossover-Character und Crossover-Coins, die das eben angesprochene Problem zumindest ein wenig fixen, da man jetzt tatsächliche Crossover untereinander erleben kann. Was passiert, wenn CEOs merken, dass Lego? Ein Lego-Set kostet mehr als meine Lebensversicherung und deshalb dürfen die hier auf diesem Markt natürlich nicht fehlen. Um fair zu sein, Lego ist die Marke, bei der etwas wie Toys to Life am allermeisten Sinn ergibt. Es sind buchstäblich Toys. Lego Dimensions ging im Jahre 2015 an den Start mit einem stolzen Preis von 100 € für das Starter Pack. Die Figuren waren richtige Lego-Figuren, die man auch abseits vom Game benutzen kann, was eine ziemlich coole Sache ist. Das alles hier ist ein riesiges Crossover vieler verschiedener Franchises, egal ob Film- oder Videospieltechnisch. Es gibt Sachen, die man schon aus anderen Lego-Spielen kennt, wie Batman, Jurassic Park oder Herr der Ringe, aber auch völlig neue Sachen wie Simpsons oder Sonic. Dazu kommt noch, dass das Spiel von TT Games entwickelt wurde, was auch die Verantwortlichen für die meisten anderen Lego-Spiele sind. Hier ist das Ding, es hat sich so gespielt wie alle anderen Lego-Spiele, was an sich etwas Gutes ist, da Lego-Spiele oftmals cool gemacht sind, aber bei anderen Lego-Spielen muss ich nicht bezahlen, um meinen Charakter zu switchen. Es war im Vergleich zur Konkurrenz nochmal teurer als so schon, was wohl einfach am Lego-Brand liegt. Ein Level-Pack hat 30 € gekostet, holy shit, dafür bekommt man ein AAA-Spiel im Sale. Abgesehen davon hat sich Lego Dimensions auch ein wenig zu sehr an unnötigen Spielereien vergriffen, bei denen man Figuren auf dem Portal hin und her bewegen muss, was halt eher nervig als cool ist. Es ist einfach ein Lego-Spiel, für das man viel mehr ausgeben muss und unspaßiger ist. Mit all diesen Spielen parallel am Laufen könnt ihr euch vorstellen, wie die Läden damals aussahen. Es war einfach viel zu viel und jeder wollte auf einmal schnelles Geld mit solchen Figuren verdienen. Ubisoft hat mit Starlink Battle for Atlas ein Weltall-Toys-to-Life-Spiel rausgebracht. Lightseekers Awakening ist Skylanders nur in ein wenig Scheiße. Nintendo hat es noch ganz schlau hinbekommen mit ihren Amiibos. Das sind Figuren zu allen möglichen Nintendo-Franchises, aber anders als alle Konkurrenten sind diese nicht an ein Spiel gebunden, sondern schalten in vielen verschiedenen Spielen kleine Extras und Boni frei. Das hier ignorieren wir einfach mal. Egal wie man es dreht und wendet, der Markt wurde einfach nur noch mit diesen Spielzeugen überflutet und die Kunden hatten irgendwann einfach keinen Bock mehr. Wenn man wirklich mit allen mithalten wollte, musste man ein Vermögen in die neuen Figuren aller Spiele investieren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Verlangen nach den Teilen verschwindet. Skylanders Imaginators kam 2016 raus und war das letzte Spiel der Skylanders Hauptreihe, womit wir wohl alle leben können. Was ist mit dir passiert, Spyro? Eine anfangs coole Idee, mit der jedoch komplett übertrieben wurde und deshalb gestorben ist. Dankeschön an alle CEOs. Traurig darüber bin ich nicht wirklich. Ich hatte meinen Spaß mit dem Konzept Toys to Life, aber ich denke, es ist in Ordnung, wenn man für Videospiele kein extra Plastik braucht, das man sich kaufen muss. Ruhe in Frieden. Falls es euch jetzt noch nach gutem Content schmachtet, Hockey hat ein süßes Animationsvideo zum Thema Skylanders gemacht. Schaut da gerne vorbei, falls ihr Bock habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut da rein und ciao.